Ich habe eine Wohnung gekauft, mit dem einzigen Grund, sie komplett zu renovieren und daraus meine Traumwohnung zu bauen. Nachdem ich euch gezeigt habe, wie ich sie gekauft habe, die Community entschieden hat, wie sie umgebaut werden soll und wir im letzten Video alles rausgerissen haben, geht es dieses Mal endlich an den Wiederaufbau. Das dachte ich zumindest, bis uns eine böse Überraschung hinter einer der Wände erwartet hat, die potenziell das gesamte Projekt bis Dezember auf Eis legt. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 4. Bevor wir aber anfangen konnten zu arbeiten, mussten wir erstmal die ganze Scheiße aus dem letzten Video beseitigen. Wirklich kubikmeterweise abrauben, also Ytongplatten aus den Wänden, Fliesen aus dem Bad, Laminat vom Boden. Ich wusste nicht, dass so viel Kram in so einer kleinen Wohnung Platz findet. Alles runtergetragen, alles ins Auto gepackt und diverseste Male zum Wertstoffhof gefahren. Krimineller Lebenslauf, krimineller Lebensstil. Lila schlimme Finger, immer krumme Dinger drehen. Als das alles fertig war, konnten wir endlich anfangen zu arbeiten. Ach ja, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins der folgenden Videos aus diesem Projekt hier zu verpassen und mich und dieses gesamte Projekt hier kostenlos zu unterstützen. Erstmal habe ich mich mit meinem SHK-Betrieb des Vertrauens, also Sanitär, Heizung, Klima, zusammengetan und wir haben besprochen, was überhaupt in diesem Bad möglich ist. Das ist eben eine Bestandswohnung und es gibt nur begrenzte Möglichkeiten, an denen wir uns irgendwie entlanghangeln mussten. Das Ganze war auf den ersten Blick ziemlich ernüchternd. Ich wollte unbedingt eine bodentiefe Dusche im Bad und mir wurde gesagt, hey, das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht möglich, weil wir nicht genug Gefälle in die Wohnung bekommen. Weil unterm Estrich potenziell Heizungsrohre liegen könnten und so weiter. Dazu wollte ich eigentlich Unterputzkästen, also dass quasi das Wasserreservoir für die Toilette hinter der Wand verschwindet. Und auch das war nicht die beste Lösung, weil es deutlich mehr Platz im Bad wegnimmt, als würde man eine andere Lösung nehmen. Und ich dachte schon, oh fuck, jetzt habe ich angekündigt, dass das hier alles so mega luxuriös wird und jetzt ist es baumäßig gar nicht möglich, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also erstmal angefangen, alle Wände aufgemacht und geschaut, was uns dahinter erwartet. Ich habe tatkräftige SHK-Unterstützung gefunden. Ich habe natürlich den riesen Vorteil von Reichweite und habe in der Story gefragt. Und es hat sich tatsächlich eine Kölner Firma erbarmt. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Aber wie gesagt, bei Wasser und bei Elektrik ist es vielleicht ganz schlau, sich Profis dazu zu holen. Es geht um Dichtigkeit. Es muss alles vernünftig, alle Schritte müssen vernünftig gemacht werden. Und wenn es damit am Ende irgendwann Probleme geben sollte, dann ist die Scheiße richtig am Dampfen. Also schaue ich als erstes mal ein bisschen zu, helfe da, wo ich helfen kann und erfreue mich einfach daran, dass es weitergeht. Und was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, der Satz sollte sich zu 100% bewahrheiten. Und ich sage nur so viel, es war absolut richtig, sich Profis dazu zu holen. Aber erstmal Durchlauferhitzer abbauen und versuchen zu verstehen, wo welche Leitung hergeht. Die Wohnung ist von 1971, also über 50 Jahre alt und mit ziemlicher Sicherheit sind die Leitungen genauso alt. Oh, warte mal. Auf diese Idee sind wir auch gekommen, als wir in der Wohnung standen. Uns ist was ziemlich Doofes aufgefallen. Um das jetzt besser begutachten zu können und damit der Profi freie Sicht hat, nehmen wir jetzt die Wand auch noch weg. Das hatte ich eigentlich gar nicht geplant und wir hoffen mal, dass uns nichts zu Schlimmes hinter der Wand erwartet. Fuck, Alter. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was uns hätte erwarten können, oder? Fuck. Das hier ist der Ist-Zustand. Einmal die Ecke und ein bisschen problematischer noch hinter der Muffe dahinter. An und für sich kein Riesending, also hier tropft es jetzt nicht aktiv raus. Was das Ganze aber problematisch fürs komplette Projekt macht, all das hier gehört nicht mir quasi, das gehört der Hausgemeinschaft. Und das bedeutet, ich muss mich mit der Hausverwaltung in Verbindung setzen, muss das mit denen abklären, also das ist richtig scheiße. Also wirklich ein Problem, das den kompletten Zeitplan für dieses Projekt, für diese Wohnung auseinandernehmen könnte. Weil diese Leitungen gehören zum Haus, nicht zu meiner Wohnung. Sie sind Gemeinschaftseigentum und gehören quasi allen Eigentümern des Hauses zu einem gewissen Anteil. Das bedeutet, alle können gemeinsam darüber entscheiden, wann diese Leitungen wie erneuert werden. Und es kann sich potenziell um Tage, Wochen oder Monate handeln, dass dieses Ding richtig auseinanderfliegt und das komplette Haus voll mit Wasser läuft, was natürlich überhaupt nicht im Sinne von irgendeinem der Eigentümer ist. Deswegen kann der Hausverwalter in bestimmten Fällen, in akuten Fällen auch selber entscheiden. Und man muss dann nicht bis Dezember auf die nächste Hauptversammlung warten, wo darüber abgestimmt wird. Der Hausverwalter, der im Übrigen super nett und mega engagiert war, hat sich nach 20 Uhr noch mit mir getroffen, um das Problem anzuschauen. Und was seine Einschätzung war, wie da jetzt weiter vorgegangen wird, das erfahrt ihr später im Video. Außerdem gab es ein kleines Geschenk, was wir in der Wand gefunden haben. Dynamit Nobel. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Es steht 100 Kartuschen nur für Bolzen Setzwerkzeug. Kaliber 6,3 mm, 1/4 Zoll. Starke Ladung. Einfach Patronenhülsen, beziehungsweise Patronen, sind ja nicht nur Hülsen. Ich denke, dass die in irgendwie so ein Hammerwerkzeug oder so reinkommen. Ja,
Kleines Geschenk. Also die neuen Anschlüsse für Dusche, WC und Waschbecken zusammengebastelt und in den Wänden Platz für sie geschaffen, also alte Leitungen freistemmen und rausflexen. Dann wurde mir gezeigt, wie man in modernen Bauten Zuwasserleitungen verlegt. Das Ganze ist ziemlich cool und deutlich einfacher als früher. Früher musste für alle Leitungen gelötet werden, heute presst man sie, was deutlich schneller, einfacher und komfortabler ist. Also im Prinzip steckt man wirklich zwei vorgefertigte Teile ineinander, hängt eine Maschine dran, die dafür vorgesehen ist, die drückt diese Klemme zu und wir sind fertig. Geil. Neue Leitungen liegen überall jetzt schon im Bad, aber nur bis zum ersten Hauptwasserabsperrventil, also diesem Hahn, wo man in seiner Wohnung für die Wohnung das Wasser abdrehen kann, weil dahinter ist es dann Gemeinschaftseigentum und dahinter ist es am Rosten. Der Hausverwalter klärt gerade mit den Eigentümern über und unter mir, wie es weitergehen soll. Das Ding ist, die Situation ist wirklich akut, also man kann nicht sagen, wann es da kracht und wann das Wasser dann wirklich da rausläuft. Deswegen ist es im Sinne aller, dass die Leitungen schnellstmöglich gemacht werden und bei mir liegen sie jetzt eben frei. Also im Prinzip spricht alles dafür, dass wir jetzt schnellstmöglich eine Lösung dafür finden und neue Leitungen in die Wand ziehen. Wir brauchen jetzt da eine Antwort, sonst kann es erstmal nicht weitergehen. Eine positive Sache hat das Ganze aber. Wir haben das jetzt hier offen und wir sehen, dass hier am Abflussrohr eine Muffe ist, an die wir dran gehen können. Wir sehen gleichzeitig, dass hier die Heizungsrohre laufen, was mit ziemlicher Sicherheit bedeutet, dass die Heizungsrohre hier irgendwo am Boden hergehen, hier in die Heizung. Das wiederum bedeutet, dass die Heizungsrohre nicht unter dem Estrich im Duschbereich sind. Und das ist die perfekte Voraussetzung, um möglichst bodentief oder zumindest sehr nah dran zu kommen mit der Duschwanne. Was deutlich besser ist als gedacht, weil ich jetzt schon fest davon ausgegangen war, dass wir 7-8 cm hoch müssen mit der Dusche. Sieht jetzt aber deutlich besser aus. Alter, was ihr hier gerade seht, ist unheimlich wichtig. Ich habe ja gerade eben schon erklärt, warum, weil wir jetzt rausfinden konnten, dass die Heizungsrohre nicht da sind. Jeder Zentimeter, den wir hier rausholen, hilft uns am Ende dabei, dass wir die Stufe in die Dusche nicht höher machen müssen. Das ist richtig geil und viel besser als gedacht. Wir haben hier gerade mal ein bisschen Rohr aus dem Bad freigelegt. Da geht nicht mehr so besonders viel Wasser durch. Manche Stellen gehen klar, andere sind deutlich schlechter. Also es ist schon sehr gut, dass wir das wirklich einmal komplett machen. Das hier war das Zuwasser für das Waschbecken. Es hat noch funktioniert, aber es ist kein Millimeter, also irgendwo wahrscheinlich 1 Millimeter, aber eigentlich dürfte hier gar nichts mehr durchgehen. So sehen vermutlich eure Leitungen aus, wenn ihr in einem 70er-Jahre-Bau lebt, in dem seit den 70er Jahren nichts mehr gemacht wurde. Und genau hier habe ich auch wieder gemerkt, wie wichtig das war, das Projekt größer anzugehen. Also wirklich von Grund auf die Wohnung umbauen, neu bauen zu wollen und einmal alles zu kontrollieren. Hätte ich jetzt für viel Geld neuen Parkett reingelegt, hätte die Wände neu gemacht, hätte alles neu verputzen lassen, neu spachteln lassen, neu streichen lassen und in einem halben Jahr hätte es einen Rohrbruch gegeben, dann hätte das alles wieder aufgerissen werden müssen und es wäre Wasser im Haus gewesen. Also wirklich unheimlich wichtig, dass wir uns dafür entschieden haben, das von Grund auf einmal richtig zu machen. Nach dieser doch sehr anstrengenden Woche, nervenaufreibenden, etwas negativen Woche für mich und das Projekt, gab es dann aber nochmal ein absolutes Highlight. Mein Installateur des Vertrauens, Oliver Marx, hat ein bisschen rumtelefoniert und andere Gewerke angerufen, mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat. Und wir haben uns mit allen gleichzeitig in der Wohnung getroffen. Also wir haben jetzt einen Tischler, der sich um alle Einbaumöbel kümmert. Wir haben einen absoluten Experten im Bad, der uns dabei hilft, das Bad noch deutlich luxuriöser zu machen. Das wird mega geil. Und wir haben einen Elektroinstallateur, der nicht nur Elektro macht, sondern unsere komplette Lichtplanung für die Wohnung. Also es wird jetzt richtig geil, wenn wir denn irgendwann mal weitermachen dürfen und die Hauptwasserleitung repariert ist. Wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie die Einbauschränke reinkommen, wie es mit dem Bad weitergeht, wie es mit der Hauptwasserleitung weitergeht und so weiter, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag zur nächsten Folge wieder und hoffen, dass bis dato unsere Wohnung nicht komplett unter Wasser steht. Kuss. Tschüsschen.